Die Tradition der Bildhauerei ist mittlerweile 400 Jahre alt und deswegen gehört es unbedingt zur Tradition und zur Kultur in Gröden, weil dadurch sind wir ja auch bekannt geworden, dadurch ist auch der Tourismus gewachsen. Und zum Glück hat es dann da ein paar Pioniere gegeben, die haben einfach angefangen, kleine Skulpturen im Winter zu schnitzen. So Kirna sagen wir auf Ladinisch. Und durch dem hat es dann mit der Bildhauerei schon langsam aufgegangen, sozusagen. Und das ist ja das Schöne, unser Material kommt direkt aus der Nähe. Wir verwenden natürlich am meisten das Zirbelholz, weil es das schönste Holz zum Schnitzen ist, weil es war einfach das Holz, was wir hatten, effektiv. Deswegen ist es Tradition, dass wir mit Zirbelholz arbeiten. Zur Bildhauerei bin ich eigentlich gekommen, dadurch, dass ich eben in Gröden da aufgewachsen bin und man da eigentlich tagtäglich damit konfrontiert ist. Schon allein, wenn man vielleicht ins Dorf hineingeht, sind überall Holzskulpturen und deswegen, ich denke, das ist absolut in alle Vereins da drinnen. Mit meinen Werken probiere ich eben über die Natur zu reden. Holz ist aus der Natur und so vielleicht gebe ich der Natur wieder etwas zurück. Früher war der Hauptberuf eben Heiligenfiguren schnitzen. Dann haben einige angefangen, einen modernen Weg zu gehen. Was jetzt der Hintergedanke ist, ob es jetzt eine heilige Figur ist oder ob es eine moderne ist, die kritisiert oder was auch immer. Ich denke, es ist allem auf dem Boden von der Tradition aufgebaut. Deshalb, ich denke, durch die Unica bringt man die Tradition sicher weiter und da Richtung die Zukunft in einem moderneren Stil. Hoi Thomas. Pa? So, ți-ți bă fan flies mai seama asta, ți-ți bă. Já agora am cădut. Abina ideea potente. Păi la urmă, că toca am părate. Ai, și. Păi, pura fețe că n-am ani eu dutan, povești. Ja, die Unica ist eine Bildhauergruppe, die sich zusammengestellt hat, um Arbeiten dem Publikum zu zeigen. Das Wichtigste ist immer noch, dass die eigenen Bildhauer ihre Werke zeigen können einem breiten Publikum. Auch sich mit anderen zu messen, aber das ist auch sehr wichtig und so steigt auch die Qualität im Ganzen und haltet das ganze Kunsthandwerk aufrecht in Gröden. Viele junge Bildhauer haben da angefangen und haben einen Weg gefunden, um danach in die Welt der Kunst seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was wäre, wenn die Unica nicht wäre? Wäre noch so viel an Bildhauerei in Gröden, wäre noch so viel Interesse an dieser Arbeit, wären Junge, die da mitmachen? Ich weiß nicht oder ich glaube nicht so wie mit der Unica. Wenn es die Unica nicht geben würde, wäre das Handwerk in Gröden sicher nicht so stark, wie es jetzt ist.